Das ist Käsekuchen aus Osaka. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch, wie man japanischen Käsekuchen aus Osaka backen kann. In Osaka gibt es einen leckeren Käsekuchen, der Rikuro Oji-san no Cheesecake heißt. Auf Deutsch übersetzt Käsekuchen vom Opa Rikuro. Der Käsekuchen von Opa Rikuro ist in Osaka sehr bekannt und man kann ihn nur in Osaka kaufen. Heute backe ich den japanischen Käsekuchen aus Osaka wie Käsekuchen von Opa Rikuro. Der Käsekuchen ist sehr flauschig und schmeckt sehr gut. Dann, los geht's! Als Zutaten für den Käsekuchen braucht man 60 ml Milch, 150 Gramm Streichkäse, ich benutze meistens von Equisa, 50 Gramm ungesalzene Butter, 80 Gramm Mehl, 92 Gramm Zucker, eine Packung, also 8 Gramm Vanillenzucker, Zucker und eine Packung sollte insgesamt 100 Gramm sein, 5 Eiweiß, 5 Eigelb, Vanillepaste und Rosinen. Der originale Käsekuchen aus Osaka hat Rosinen. Aber wenn ihr keine Rosinen mögt, könnt ihr natürlich diese Rosinen weglassen. Dann bereite ich als erstes die Backform vor. Für das Rezept benutze ich die Backform, die 18 cm Durchmesser ist. Falls ihr den Käsekuchen mit einer größeren Backform backen möchtet, solltet ihr die Zutaten auch anpassen. Der Käsekuchen wird aber mit dieser 18 cm Backform sehr flauschig und wackelig. Ich schneide Backpapier für die Backform und klebe es in der Backform, damit der Käsekuchen nicht an der Backform kleben bleibt. Wenn ihr vorher die Backform mit Öl leicht einfettet, könnt ihr leicht das Backpapier bekleben. Dann bedecke ich den Boden der Backform mit Aluminiumfolie, weil ich nachher auf dem Blech heißes Wasser eingieße. Als nächstes mische ich die Zutaten. Ich gebe in einen Topf 50 Gramm Butter, 60 ml Milch und 150 Gramm Streichkäse. Ich mische sie bei mittlerer Hitze, bis alle Zutaten schmelzen. Wenn alle Zutaten im Topf geschmolzen sind, schalte ich den Herd aus und gebe 80 Gramm Mehl dazu. Ich verrühre sie wieder gut und anschließend kühle ich den Topf ab. Solange der Topf abgekühlt ist, schlage ich das Eiweiß. Ich benutze 5 Eiweiß und eine Packung Vanillenzucker und normalen Zucker. Diese Zucker und Vanillenzucker insgesamt 100 Gramm sein. Dabei sollte man das Eiweiß mit einem Mixer schlagen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit der Käsekuchen flauschig wird. Wenn ihr das Eiweiß nicht genug schlägt, könnte es sein, dass der Käsekuchen nicht groß und flauschig wird. Deshalb sollte man das Eiweiß gut schlagen, bis das Eiweiß nicht runterfällt, auch wenn man eine Schüssel umdreht, wie auf dem Video. Aber wenn man sie zu viel schlägt, platzt der Kuchen. Zucker und Vanillenzucker sollte man am Ende nacheinander eingeben und mit Eiweiß gut verrühren. Wenn ihr das Eiweiß gut genug geschlagen habt, dann könnt ihr das Eiweiß erstmal so lassen. Zurück zu dem Teig. Ich gebe in den Topf 5 Eigelb sowie ein paar Tropfen Vanillenpasta und verrühre sie gut. Wenn das Eigelb komplett eingerührt ist, gebt bitte die Mischung in eine große Schüssel.
Ich mische jetzt alles zusammen, also Teig und Eiweiß. Dabei sollte man einen Teigschaber benutzen. Ich gebe das Eiweiß in den Teig. Man soll aber nicht auf einmal alle Eiweiß geben, sondern Stück für Stück. Dabei sollte man sie sehr leicht rühren, damit Eiweiß nicht kaputt geht. Ich habe alle Zutaten verrührt und der Teig sieht momentan so aus. Ich lege die Backform auf ein Blech und gebe Rosinen in die Backform, und zwar am Rand der Backform. Dann gebe ich den Teig darauf. Um die Luftblasen wegzumachen, rühre ich mit einem Bambusspieß. Wenn man das nicht hat, dann kann man die Backform ein bisschen von oben fallen lassen. Dann geht die Luft im Teig ein wenig weg. Dann backe ich den Teig. Ich gebe heißes Wasser auf das Blech, bis das Wasser ungefähr 5 mm bis 1 cm hoch wird. Aber Vorsicht, man darf kein Wasser in die Backform eingießen. Der Käsekuchen muss beim Backen gedämpft werden. Vorheizen 150 Grad und ich backe den Käsekuchen bei 150 Grad im Ofen ca. 50 bis 60 Minuten. Ihr solltet nach 45 Minuten ab und zu mit einem Bambusspieß prüfen, ob der Teig genug gebacken ist. Wenn kein Teig auf dem Bambusspieß geklebt ist, dann ist der Käsekuchen fertig gebacken. Wenn der Käsekuchen fertig gebacken ist, dann nehme ich die Backform und das Backpapier weg. Das ist Käsekuchen aus Osaka. Dann, いただきます。Der Käsekuchen ist めっちゃふわふわ und めっちゃ美味しい。Also der Käsekuchen ist sehr flauschig und schmeckt sehr gut. Das ist wirklich gut. めっちゃ柔らかい。Sehr weich. Dieser Teig ist sehr weich, deswegen können auch Kinder essen und auch ältere Leute können auch ganz leicht essen. Und ja, weil der Teig so weich und flauschig ist, kann man ganz schnell essen. Also der Kuchen ist gar nicht schwer. Und am Rand unten gibt es Rosinen. Rosinen und Käsekuchen passt auch sehr gut. Wenn ihr Rosinen mögt, dann kann man einfach geben. Dieser Käsekuchen ist nach dem Backen sehr flauschig und wackelig. Aber wenn man den Käsekuchen im Kühlschrank oder einfach draußen legt, wird der Käsekuchen ein bisschen härter und kleiner. Dieses Backen könnt ihr also nur nach dem Backen sehen. Aber der Käsekuchen schmeckt auch sehr gut, auch wenn der Käsekuchen kalt wird. Und mein Käsekuchen von heute hat oben ein bisschen geplatzt, also es gibt oben einen Riss. Ich weiß nicht, ich habe keine Ausbildung bei Bäckerei oder Konditorei gemacht, deswegen weiß ich nicht, woran das liegt. Falls ihr irgendwie Vorschläge habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Aber wenn der Käsekuchen oben ein bisschen geplatzt ist, trotzdem schmeckt der Käsekuchen wirklich lecker und sehr weich. Probiert mal diesen japanischen Käsekuchen aus Osaka zu backen. Es schmeckt richtig lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und
macht bitte die Klingel an. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann, ciao!